Herzlich willkommen zum Wege zur psychischen Gesundheit Podcast. Mein Name ist Selina Karl und ich arbeite beim Psychosozialen Dienst in Schwächert. Der psychosoziale Dienst bietet nicht nur Beratung und Unterstützung für Betroffene, sondern auch für Angehörige von psychisch erkrankten Menschen. Aus diesem Grund spreche ich in der heutigen Folge mit Frau Toifl. Frau Toifl hat viele Jahre Erfahrung als Mutter eines psychisch erkrankten Sohnes und wird uns ein bisschen was aus ihrer Perspektive erzählen. Leider hat sich ihr Sohn vor einiger Zeit das Leben genommen. Das sehr berührende Gespräch über die Angehörigenperspektive hat länger gedauert als sonst, sodass ich entschieden habe, es in 2 Teile aufzuteilen. Hier also Teil 1. Grüße Frau Toifl, danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ich habe ein paar Rückmeldungen bekommen, dass wir mehr die Perspektive von Angehörigen auch im Podcast bringen sollen. Können Sie sich mal kurz vorstellen, bitte? Ja, mein Name ist Frau Toifl. Ich bin verheiratet und wohne in Niederösterreich im Weinviertel. Ich war diplomierte Kinderkrankenschwester. Mein Alter ist jetzt 69 Jahre und 10 Monate. Ich werde bald 70. Okay. Ja, das ist zu meiner Person. Und mein Sohn Helmut erkrankte plötzlich und unerwartet 2001. Seine große Liebe hat ihn verlassen und seine geliebte Schwester heiratete 2001. Ich selber erkrankte schwer, ebenfalls 2001. Erkannt offiziell wurde seine Erkrankung 2003. Die Erstdiagnose war Schizophrenie. Spätere Diagnose war schwere Depression mit schizoaffekten Effekten. Fragezeichen Psychose aus der lange nicht behandelten Depression. Mein Sohn unterstützte mich sehr die letzten 1,5 Jahre bei der Pflege meines Mannes und im Haushalt. Okay. Er wohnte sonst ja in Wien in seiner Wohnung circa 20 Jahre und kam früher nur so 14-tägig oder eine Woche auf Besuch. Hat sich das dann geändert, wie er dann erkrankt war? Also hat er dann mehr gebraucht oder war öfter bei Ihnen auch? Also zu Beginn seiner Erkrankung war es so, dass er wenig gekommen ist. Also da bin dann ich zu ihm gefahren nach Wien in die Wohnung und er war vorwiegend in Wien in seiner Wohnung und das war eben das Hauptproblem, weil er war eben über 10 Jahre krankheitsuneinsichtig. Und wenn es ihm schlecht gegangen ist, ist er gekommen und dann sind wir mit ihm wieder ins Spital und so diese ständige, wie man es fast gewöhnt ist, möchte ich sagen, hin und her, einmal so, einmal so. Also, aber hauptsächlich war er in Wien in seiner Wohnung selbstständig und hat seine Pension gehabt und Und waren Sie dann besorgt, wie Sie das mitbekommen haben, dass ihm eben nicht so gut geht und Sie haben schon gesagt, er war auch nicht krankheitseinsichtig. Haben Sie dann immer überlegt, geht es ihm gut, braucht er was, soll ich anrufen oder haben Sie darauf vertrauen können, dass er sich rührt? Das war das Schlimmste. Also wie gehe ich damit um? Also das hält man fast nicht aus, dass diese Sorge um ihn. Sehr viel geweint täglich und ohne Hilfe BSD hätte ich es nicht geschafft und sehr verzweifelt. Bei alle und jeden um Hilfe angefleht, ihm zu helfen, sei es Ärzte, Ministerien, Briefe geschrieben. Und diese Angst und Sorge, das sitzt einem ja in dem Nacken. Das ist immer im Kopf da. Das ist so schlimm, das kann man, ich weiß gar nicht, ob sich einer das überhaupt vorstellen kann. Ich muss sagen, es war so, dass man versucht hat, ihn zu unterstützen in allen Angelegenheiten, die er halt zugelassen hat und wollen hat. Vor allem finanziell mit Zigaretten und Lebensmitteln aber die Sorge und die Angst um ihn, das war das Schlimmste. Also für die ganze Familie, weil man ja hilflos war und also aus allen Wolken gefallen ist, weil man ja nicht damit rechnet. Also er ist normal in seine Arbeit gefahren und dabei hat er schon lange keine Arbeit gehabt. Also das war ganz, ganz schlimm. Das war das Schlimmste, was ich je in meinem Leben erlebt habe, also zu diesem Moment. Und ich habe halt versucht, bei Problemen aller Art immer für ihn da zu sein, nicht nur ich, auch
meine Familie. Also da war ihm das Wichtigste, ihm Sicherheit, Geborgenheit zu vermitteln. Ich bin für dich da, ich helfe dir, wenn es möglich ist. Also mit ihm überall hinfahren, Krankenhaus etc., einkaufen. Also. Aber wenn er natürlich sehr unruhig und psychotisch war, ist das sehr schwierig gewesen. Also weil man nicht weiß, was man tun soll. Also ich habe dann versucht, ruhig zu bleiben, auf seine Probleme und Fantasien einzugehen und diese als richtig wahrzunehmen, weil in seiner Gedankenwelt war ja das alles Realität in diesem Moment. Können Sie ein Beispiel erzählen, was da in seiner Realität war? Was da in seiner Realität war? Ja. Also das waren einfach, er wird bedroht, er ist vergewaltigt worden und also ja, das waren so das, was das Schlimmste war. Und ja, er hat auch sehr viel Angst gehabt, also Angst- und Panikattacken vorwiegend. Also, und ja, ich habe versucht, mit ihm zu reden und also eben wie die Krankheit aufgetreten ist, war das so, mein Mann und ich waren auf Urlaub und sind nach Hause gekommen. Er war eine Woche da und hat auf das Haus und die Tiere geschaut, also Hund und Katze. Und wir kommen nach Hause und er hat extra eine Wohnung bei uns gehabt und ich stehe in sein Zimmer und er sagt, mach schnell die Tür zu, weil die lauern da alle draußen und die wollen mir alle Böses tun und also das war der reinste Horror. Also wenn wirklich nicht die Bettbank gewesen wäre, glaube ich, wäre ich umgefallen. Ich bin da draufgefallen und ich habe den Vorteil gehabt, dass ich die letzten 12 Jahre in einem Heim mit psychisch kranken Menschen gearbeitet habe, also körperlich, geistig und psychisch krank. Und so habe ich sofort, das war eigentlich mein erster Gedanke, der hat ist schizophren, aber und habe versucht ruhig zu bleiben und habe gesagt, ja, wenn das so ist, das ist ja ganz schlimm, dann ist es gut, dass wir nach Hause gekommen sind und du sperrst jetzt alles zu und ich sperre, wir haben so ein altes Bauernhaus, ich sperre einen Stadel und überall zu, dass niemand herein kann und dir niemand was tun kann. Du kannst jetzt ruhig schlafen, der Papa und ich, wir passen auf dich auf. Und da hat er sich beruhigen lassen und ist dann schlafen gegangen. Und also das war das Allerschlimmste. Aber er ist am nächsten Tag gekommen und war dann irgendwie ganz klar und hat gesagt, ich glaube, ich habe gestern Blödsinn geredet, aber es geht mir nicht gut und ich möchte zu einem Arzt fahren. Und wie gesagt, ich hatte da einen Chef in dem Heim, wo ich gearbeitet habe, und also ein Psychiater, und zu dem sind wir dann gefahren. Aber das Wichtigste in so einer Situation, das habe ich gelernt, war immer, ich glaube dir, was du spürst und fühlst, ich bin für dich da. Wenn du willst, werden wir gemeinsam eine Lösung finden oder Hilfe suchen. Alles, was du willst, werden wir versuchen und tun. Also, aber man in dem Moment natürlich nicht davon überzeugt ist, halt reden wir leicht nicht. Aber so war das, also. Weil die Leute ja noch mehr Angst haben, wenn man sagt, das ist ja völliger Blödsinn. Ja, nein, das darf man auf gar keinen Fall. Also auf gar keinen Fall dagegen reden und sagen, das stimmt nicht oder das ist nicht wahr, weil damit ängstigt man sie noch mehr. Damit macht man das nur umso schlimmer. Ich meine natürlich, wenn er aggressiv werden würde, war es mein Sohn Gott sei Dank also immer nur, wie sagt man schnell, also er hat uns auch beschimpft, wenn er psychotisch war. Aber angegriffen oder was, das hat er nie. Und ich muss sagen, ich habe dann gelernt zu sagen, Helmut, es geht dir so schlecht und ich kann dir, glaube ich, jetzt nicht helfen. Bitte geh in deine Wohnung. Das hat sehr lange funktioniert. Und bis es dann halt wirklich zu einem Krankenhausaufenthalt wieder gekommen ist und eigentlich es so schlimm war, dass die Polizei dann gekommen ist, wie er wieder zu Hause war, und also er hätte angeblich am Telefon jemanden bedroht mit dem Leben, also die gehören umgebracht, soll er gesagt haben. Und er wurde von der Polizei abgeführt und ist dann
in ein normales Gefängnis gekommen nach Korneuburg und erst auf meine Initiative, dass ich sämtliche Befunde gefaxt habe und gesagt habe, dieser Mensch ist psychisch krank, der gehört auf eine Psychiatrie, auf eine geschlossene. Und das war so, die hat dort der Schlag getroffen. Die haben das gar nicht gewusst, dass der eine psychiatrische Diagnose hat. Also die haben sofort was unternommen und er ist dann Gott sei Dank in die Josefstadt gekommen. Da gibt es eine eigene psychiatrische Abteilung für solche Menschen. Sowas gibt es, glaube ich, auch in Niederösterreich, in Göllersdorf auch und ich glaube in Mooröhling auch. Also er ist dann von dieser Josefstadt, als dieser angebliche Prozess vorbei war, ist er dann nach Mooröhling gekommen. Krankenhaus, Landesklinikum Mooröhling heißt er jetzt. Und das war dann sein großes Glück und unser Glück, weil in diesem Moment ist es bergauf gegangen. Also, weil er da verpflichtet worden ist, Medikamente zu nehmen, oder was war dann da anders? Naja, es war eigentlich so, dass er die Medikamente nehmen musste, zwar für 6 Wochen, bis er normal war quasi wieder. Und dann konnte er darüber selbst entscheiden, ob er das weiternehmen will oder nicht. Okay. Weil er hat ja nichts angestellt gehabt. Dieser Prozess ist ja quasi mit null und nichts ausgegangen. Aber es war einfach in Mooröhling eine andere Atmosphäre, also so als wie es wir gekannt haben. Sie dürfen nicht vergessen, wie lange das her ist. Und das erste Mal, als ich angerufen habe, hat man mir gesagt, können Sie vielleicht zu einem Gespräch herkommen, und so war man sehr, sehr vorsichtig und so hat so quasi, ich will nicht sagen gebettelt, aber halt schon sehr gebeten und gesagt, natürlich, selbstverständlich, das war das, was wir immer gesucht haben. Es muss ein Gespräch geben mit Arzt, Patient und Angehörige, wenn der Patient natürlich zulässt, immer die Voraussetzung. Ja, und das war ein Wahnsinn. Also wir haben unser Kind nicht mehr wiedererkannt. Also der war völlig gesund sozusagen mit einer minimalen Medikation. Okay. Und er war dort, glaube ich, ein halbes Jahr. Also das ist auch so eine offene Station gewesen dann. Nicht? Aber er musste dort bleiben, weil das Gericht schon so etwas angeordnet hat, also dass er jetzt betreut werden muss. Also ich weiß jetzt nicht mehr, wie das Kasten hat. Also er ist dann von Mooröhling nach Wien in betreutes Wohnen gekommen und dann wieder betreutes Arbeiten und wieder in seine Wohnung. Also so Auflagen vom Gericht hat er bekommen? Ja, ich habe vergessen, wie das heißt. Es waren wir haben ja das Wollen die ganze Zeit, dass endlich also nichts passiert in dem Sinn, dass er jemand was tut, sondern dass da etwas weitergeht, weil es ist ja so, wenn jemand krank ist, dann geht er ins Spital und wird wieder gesund. Ja, bei den psychisch Kranken, die Eltern und Angehörigen glauben dasselbe. Das ist aber nicht so. Und bis man das versteht und kapiert, sage ich einmal, das dauert sehr lange. Und dann wird auch noch immer gesagt, naja, das kann vorübergehend sein und das wird nicht lange dauern. Aber nach 10 Jahren, da sagt man dann schon, naja, ich glaube, der Zug ist abgefahren. Also so vernünftig ist man dann. Und es ist so, es ist ihm gut gegangen dann und er war völlig offen, hat sein Leben gehabt, seine Freunde in Wien und ja, also das war, als ob er neu geboren gewesen wäre und dafür waren wir halt sehr, sehr dankbar. Und er hat dann noch einmal so eine Phase gehabt, wo er also wir haben das dann erst kapiert, also das war eigentlich eine Depression und wenn die Depression so übergeschwappt ist, dann ist er psychotisch geworden. Ist uns gesagt worden. Und da wollte er dann selber nach Mooröhling. Also das habe ich ihn hingeführt und das war einfach, ja. Okay, aber das klingt ja schon nach Krankheitseinsicht, wenn er gesagt hat, mir geht's schlecht. Nach diesen 10 Jahren danach, okay. ist er krankheitseinsichtig geworden mit diesem Aufenthalt in Mooröhling. Also
das war jetzt 8 Jahre, schon das 9. Jahr jetzt. Nicht? Und 5 Jahre war er in dieser offiziellen Betreuung. Das heißt, er hatte sich melden müssen in einer Ambulanz, hier wöchentlich. Aber er hat dann, muss ich dazu sagen, die Tabletten nicht mehr nehmen wollen und da hat er dann eine Spritze bekommen. Okay. Und zu dieser Spritze ist er immer in die forensische Ambulanz gegangen. Und aus der ist er dann entlassen worden und das war dann so schlimm. Er hat keinen Psychiater gefunden und keine Psychotherapie, weil sie auch gemeint haben, er soll ja halt das alles weitermachen, damit er nicht wieder abrutscht. Und er hat niemanden gefunden. Und da ist er dann selbstständig wieder in diese forensische Ambulanz gegangen. Und da ist er dann die letzten 4 Jahre wirklich regelmäßig alle 14 Tage, 4 Wochen, wie es ihm halt gegangen ist, er hingegangen, so quasi zu einem Gespräch. Also. Und das war es eigentlich. Also das hat ihm sehr, sehr geholfen. Also, aber eigentlich war dann das Netz, wenn man aus diesen 5 Jahren entlassen wird, nicht so gut mehr. Er ist eigentlich quasi als gesund entlassen worden, ja. Also meiner Meinung nach wird ein psychisch kranker Mensch, wenn er so lange, so schwer psychisch krank war, kann man ihn nicht entlassen und sagen, er ist jetzt gesund. Also. Aber das war eben so. Aber die hätten dort auch nicht mit ihm einen neuen Arzt und einen Psychotherapeut gesucht? Die haben einfach... Hätte man gesucht, hätte ich auch gewusst und auch bezahlt, aber er wollte das nicht. Ach so, er wollte dort bleiben. Er wollte immer alles selbstständig machen, das habe ich vielleicht vergessen. Aber er ist dann doch gekommen und hat gesagt, was soll ich tun, ich finde niemanden auf Krankenkasse. Ja, das ist ja auch wirklich schwierig. Und zahlen leisten kann ich mir es nicht und dass du es zahlst, will ich nicht. Also es sind oft so schwierige Situationen ja dann auch wieder, nicht? Man will helfen, darf nicht, kann nicht. Und war dann, glaube ich, sogar meine Idee, dass ich gesagt habe, schau wieder dorthin, von dieser Ärztin warst du so begeistert und das hat dann gut geklappt. Also das war super. Und hat er abgesehen von der Ärztin sonst noch irgendwie Hilfe angenommen? Also wenn er Hilfe gebraucht hat, hat er Hilfe gesucht. Das war immer so. Okay. Das war immer so. Also einmal war er noch selbstmordgefährdet, da hat er mich angerufen, es geht ihm so schlecht und ich habe gesagt, na komm sofort, ich hole dich in Wien. Nein, er kommt mit dem Zug. Und dann, wie ich ihn gesehen habe, habe ich schon gewusst, dass es ihm sehr schlecht geht. Man sieht ja das diesen Menschen an. Und ich habe gesagt, na Gott sei Dank, dass du da bist, dass das mit dem Zug gut gegangen ist. Und dann hat er gesagt, na eigentlich wollte ich mich schon in Floridsdorf vor den Zug werfen, aber das ist nicht gegangen, weil ich habe ja gewusst, du wartest in Hollabrunn und wenn ich dann nicht komme, dann bist du in Sorge. Also so ein komischer, kindlicher, fast naiver Satz. Also ein Wahnsinn. Also da hat mich dann erst der Schlag getroffen. Nicht? Und wir haben das immer besprochen. Also auch wenn es ihm schlecht gegangen ist, es war super, dass du gekommen bist, dass du Hilfe gesucht hast. Mach das immer so. Ich bin ja nicht immer bei dir und du bist selbstständig. Und das hat er auch immer gemacht. Also auch noch in dieser Phase, wo er quasi noch krankheitsuneinsichtig war, wenn es ihm ganz schlecht gegangen ist, dann ist er gekommen zu uns von Wien nach Beigarten und wir sind mit ihm ins Spital gefahren. Also wenn es ganz schlimm war, hat er Hilfe gesucht. Aber dann, wenn es ihm besser gegangen ist, war halt das wieder alles vorbei. Das ist ja irgendwie ein großes Kompliment, dass er Ihnen da so vertraut und da immer kommt, aber irgendwie auch ein Riesendruck, oder? Haben Sie sich jemals noch getraut, auf Urlaub zu fahren oder mal das Handy abzudrehen? Naja, eigentlich nicht. Also, wenn es ihm so schlecht gegangen ist, dann war ich natürlich vor lauter Kummer und Sorge total ängstlich, Tag und Nacht, muss man sagen. Und diese Sorge, die hat man immer, ich habe immer gesagt, die sitzt im Nacken und im Kopf, die sitzt da fest und die geht nicht weg. Und sie haben das gut gesagt, man ist immer in Sorge um ihn, auch wenn es ihm gut geht, weil ja jeden Moment wieder es anders sein kann. Das ist das Problem bei manchen psychisch kranken Menschen. Und eine Angehörige hat mir dasselbe gesagt, diese Sorge bringt sie fast um. Und
Ich habe jetzt auch Hilfe verschafft, also sie geht sowieso in die Angehörigengruppe und auch, dass sie jetzt beim BSD einen Termin bekommt, weil ich gesagt habe, ich kann ihr nicht helfen, sie braucht professionelle Hilfe. Und da hat sie das auch gesagt, diese Angst und Sorge ist ständig da, man kommt davon nicht los. Und wenn man dann andere junge Menschen sieht, denkt man sich, ja, mein Kind, warum ist mein Kind so krank und vor allem, ich kann ihm nicht helfen. Das ist das größte Problem, weil man ihm nicht wirklich helfen kann. Man kann versuchen, für ihn da zu sein und Selbsthilfe zu suchen für sich und für den Sohn. Aber das Grundrezept ist ja immer das, dass er das annimmt. Nicht? Also das ist das Schwierige. Und weil Sie vorher gesagt haben, es wurde alles offen angesprochen, haben Sie auch mit wem über das Ganze reden können? Oder haben Sie mit der Familie immer über das Ganze auch geredet? Oder haben Sie, Sie haben ja jetzt eine Angehörigengruppe, soweit ich weiß. Waren Sie damals auch schon in einer Angehörigengruppe? Ja, ich habe Hilfe gesucht. Da hat es damals in Stockreuth die Angehörigengruppe gegeben. Und dann haben wir es in Hollabrunn gegründet. Also das ist heuer 15 Jahre die Angehörigengruppe. Ich hatte den Vorteil, dass meine Familie eigentlich mit psychischen Erkrankungen sehr vertraut war, weil mein Mann war also Behindertenbetreuer auch in einem Heim, also hat auch mit psychisch Kranken zu tun gehabt und die Tochter hat Sonderpädagogik Lehrerin gelernt und hat dann auch in einem Behindertenheim mit psychisch kranken Menschen die pädagogische Leitung gehabt. Also so war bei uns eigentlich alles offen, ne? Dass man in der Familie Hilfe gehabt hat. Aber das ist jetzt wirklich nur die enge Familie gewesen, weil es hat schon auch Menschen gegeben, die gesagt haben, na, der ist ja nicht krank, der hat ja nichts, der schaut ja gut aus. Also er hat manchmal auch schlecht ausgeschaut, ist eh klar. Zuletzt hat er nichts mehr gegessen, nicht das Essen vom Gasthaus und auch nicht von uns. Aber da ist ja dann dieses Maueröl, Gott sei Dank, gekommen. Aber was haben Sie mich eigentlich jetzt anders was gefragt? Ich bin schon wieder abgeschweift. Mit wem Sie darüber reden konnten, aber haben Sie... Genau. Aber so im Freundeskreis, also da hat man dann auch gesehen, wer ein Freund ist. Wir hatten einen großen Freundeskreis und vor allem in der kleinen Ortschaft, die Nachbarschaft und so, also die haben da alle schlimm und böse über ihn geredet und also diese Stigmatisierung war damals ganz schlimm. Ist teilweise noch immer da, ist natürlich in so kleinen Ortschaften, da ist es in der Stadt sicher besser. Und also das hat auch wehgetan. Also am Anfang ist man natürlich naiv und erzählt das, stell dir vor, mein Sohn ist so schwer krank, der hat eben eine Depression oder egal und kann nicht arbeiten und es geht ihm so schlecht und dann haben die Leute das quasi im negativen Sinne weitergegeben. Nicht? Also das war schon sehr schlimm. Und haben Sie sich da jemals Vorwürfe gemacht? Weil viele Angehörige denken ja dann immer, sie sind irgendwie schuld oder sie haben irgendwas falsch gemacht. Ja, das ist ein wichtiger Punkt, ja. Ich habe mir immer Vorwürfe gemacht, weil mein Sohn hat mit 2 Jahren so eine schwere Meningitis gehabt und eigentlich hat es geheißen, als Spätfolge kann man im Erwachsenenalter eben eine psychische Erkrankung bekommen aber mein Sohn, der war ganz normal und war sehr gescheit, also der hat Matura und also studiert ein bisschen und einen super Job gehabt, also er war nicht die Idee davon, dass der jetzt irgendwann einmal psychisch krank wird. Da habe ich mir schon oft gedacht, vielleicht hätte ich mehr aufpassen sollen auf ihn. Er war immer sehr ruhig und sehr introvertiert. Er war einfach so dieses ganz brave Kind, das alles ganz in Ordnung macht und ja, also ganz genau aber wir haben immer guten Kontakt gehabt. Wir haben immer viel geredet. Das muss ich sagen. Also auch wie er noch nicht krank war. Er hat gewusst, er kann sich auf mich verlassen und
ich werde immer versuchen, ihn zu verstehen und ich bin für ihn da. Mhm. Ich glaube, mehr kann man nicht machen, als in Kontakt bleiben, oder? Wie hätten Sie das voraussehen sollen? Naja, das Schuldgefühl war eigentlich in dem Sinn, ja, weil ich ja berufstätig war. Ich habe meinen Beruf ausgeübt. Mhm. Es war zuerst eine Oma im Haus und dann haben wir eine Tante gehabt, die geschaut hat auf die Kinder, und da war dann schon sehr viel, vielleicht habe ich da was übersehen oder versäumt, und also ja, und vor allem jetzt dieses im vorigen Jahr, wie es ihm so schlecht gegangen ist eigentlich, und wir haben das alle nicht bemerkt. Das war das Schlimmste, wenn man es nicht bemerkt. Mhm. Aber er war wie immer. Das ist, wenn ein Mensch so von Haus aus schon so ruhig ist, und er hat ja viel gelesen und seine Musik, Gitarre gespielt, und ja, manchmal habe ich gesagt, er ist einfach zu gescheit für diese Welt. Er hat auch mit den Freunden ein bisschen Probleme gehabt, überhaupt so lange noch auf dem Land gelebt hat. Mhm. Weil er hat immer gesagt, was soll ich mit dir reden? Okay. Ja, jeder liest ständig Bücher von Nietzsche und wie die alle heißen, diese ganzen Literaten. Also, ja, so hat er halt nicht wirklich Anschluss gehabt in dem Sinn. Okay. Zwar in der Schule schon, in der Hack hat er schon seine Freunde gehabt und auch in Wien, aber heraus, also als Kind hat er sich schwer getan. Also, okay. Und konnte man Ihnen in der Angehörigenberatung oder in der Angehörigengruppe irgendwie diese Schuldgefühle nehmen? Oder kriegt man die nicht weg? Also, wir reden sehr viel darüber in der Gruppe, über die Schuldgefühle und das nicht helfen können, und das tut auch wirklich allen gut, aber weg kriegt man es nicht. Mhm. Zumindest nicht der Personenkreis, den ich kenne, und also auch ich selbst. Also ich werde mich immer schuldig fühlen. Wenn man sich vorstellt, dass jemand 18 Jahre lang psychisch krank ist, jung ist, in Pension ist, immer wieder arbeiten gehen möchte, immer wieder Absagen bekommt. Also er war im Nachhinein, sagen wir oft, also unser Sohn, der war schon wirklich ein außergewöhnlicher Mensch. Er war so tapfer und er hat sich das alles nicht anmerken lassen. Also wenn Sie ihn gesehen hätten, hätten Sie gedacht, ja, normaler junger Mensch, ja, nichts Besonderes. Und er hat, also nicht er, alle psychisch kranken Menschen leiden sehr unter diesem Zustand. Das glaube ich sehr. Ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das gesagt habe, ganz wichtig ist vor allem, wenn man sich leisten kann, dass man finanziell unterstützt, also mit Zigaretten und Lebensmitteln. Ich sage das jetzt sehr bewusst, Zigaretten, weil ja alle schreien, na, das ist auch nicht gut, jetzt ist er eh so krank und jetzt raucht er so viel. Aber ich habe mich von den Psychiatern überzeugen lassen, dass es besser ist, dass sie Zigaretten rauchen, als sie sind so unruhig, und ich habe noch keinen psychisch Kranken getroffen, der nicht raucht. Also das muss ich auch dazu sagen. Okay. Es kann sich keiner erklären, warum das so ist, aber scheinbar wirkt das irgendwie beruhigend. Ja, na, dass es beruhigend wirkt, das stimmt auf jeden Fall. Wahrscheinlich, nicht? Also das habe ich immer darauf geachtet. Also Sie haben da auch noch eine Frage, wie gelingt es mir, dem Erkrankten nicht zu viel abzunehmen? Ja. Das war bei uns nicht der Fall, da er ja ständig in Wien in seiner Wohnung wohnte und dort war in diesen 18 Jahren. Und wie gesagt, auch die ersten 10 Jahre selbstständig war, mit seiner Pension sein Geld selber eingeteilt hat und so weiter. Und als es ihm dann besser gegangen ist, dann haben wir natürlich bestärkt, indem dass er das selber machen soll, nicht? Aber wenn es einmal nicht geht, dass er eben doch kommt und sie Hilfe annimmt. Also das muss ich schon sagen. Okay. Es war jetzt eigentlich ja so, dass dann er uns viel abgenommen hat, weil er ja uns geholfen hat. Mein Mann ist auch nicht mehr jung und
Also er hat uns da überall geholfen. Weil war die letzten 1,5 Jahre hat er ja nur bei uns gewohnt und er hat überall geholfen, wo es nur möglich war. Also er war so gescheit und auch so gutmütig. Und eigentlich hat er sich immer Sorgen gemacht um uns. Das ist auch lustig, das ist auch noch erwähnenswert. Okay. Das ist interessant. Vielen Dank fürs Zuhören. Der zweite Teil der Folge wird in ein paar Tagen erscheinen. Abonnieren Sie doch den Podcast, um sofort die neue Folge zu erhalten, sobald sie da ist. Gerne können Sie den Podcast auch auf Ihrer Podcast-App bewerten, damit auch andere Personen den Podcast finden können. Natürlich können Sie den Podcast interessierten Leuten auch direkt empfehlen. Wenn Sie persönlich Anregungen, Kritik oder Nachfragen an uns richten wollen, schreiben Sie bitte ein E-Mail an s.karl@psz.co.at. Genauere Informationen finden Sie auch auf unserer Webseite psz.co.at und in der Podcast-Beschreibung.